Hallo, herzlich willkommen alle Freunde des Drechselns. Ich habe hier eine alte Tormek-Maschine und ich habe jetzt dafür mal einen Blackstone gekauft, der sehr gut für HSS-Stähle ist, von eigenem Geld bezahlt. Die Firma habe ich angefragt, die wollten nicht in einer Kooperation zusammenarbeiten, sondern ich habe das dann eben selber bezahlt, habe die Firma aber darüber informiert und dann habe ich das jetzt mal verlinkt. Das ist sozusagen unbezahlte Werbung, weil diese ganzen Unternehmen werden einfach überflutet von solchen Anfragen mittlerweile. So viel wollte ich nur zur Transparenz sagen. Also die Unternehmen lehnen das dann in der Regel ab, weil es kommen halt sehr viele Anfragen dieser Richtung pro Woche dann. Und dann ist es logisch, dass die Unternehmen ihren Vertrieb selbst organisieren. Aber ich verlinke es unter dem Video, denn im Vergleich mit den Preisen war das nach meiner Meinung noch der beste Anbieter, die das auch sehr schön für mich abgewickelt haben. Ich finde es sehr schön, dass ich für dieses alte Gerät dieses Gestänge bekommen habe, weil das alte war nicht mehr kompatibel in der Form, wie es verbaut war, musste ich das umbauen mit dem neuen Gestänge. Und dieser hervorragende neue Stein, den wollte ich eben darauf setzen. Und das war jetzt auch ganz herrlich. Das ist einfach raufstecken, Schraube festziehen und das ganze Gerät läuft und ich kann damit arbeiten. Ich zeige kurz, wie ich das umgebaut habe, einfach um auch so alte Gerätschaften, Maschinen nachhaltig zu benutzen. Ich habe ja schon die alte Drechselbank umgebaut und nutze die auch. Und jetzt hier diese alte Tormek, also man kann da wundervoll auch alte Geräte weiter benutzen, weil der Motor sollte an und für sich nicht kaputt gehen. Dieser Stein, der wird auch sehr, sehr lange halten, weil er eben sehr, sehr fest ist. Und ich denke, so ist es eine gute, nachhaltige Lösung. Mich hat letztendlich die Kollegin, die da immer drechselt und gerne ihre Röhren schleifen wollte, dass sie in einer sehr schönen Wiederholgenauigkeit arbeiten kann, hat sie mich eben die ganze Zeit genervt. Und so haben wir uns jetzt mal reingeteilt in den Kosten, diese Ersatzteile bestellt oder diesen neuen hervorragenden Stein und alles zusammengebaut. Und jetzt zeige ich hier kurz den Umbau dieser Tormek. Ich denke, das ist ein hervorragendes Gerät, wenn du jetzt überlegst, eine neue zu kaufen. Also das könnte sich wirklich lohnen, insbesondere eben dieser Stein, weil der wirklich eine tolle Härte hat und für die Drechseleisen eine gute Wahl ist, auch mit dem Wasserbad. Ich denke, damit kann man wundervoll so nostalgisch schleifen, so wie früher. Da gab es ja die großen Sandsteine. Ich kenne das noch von der Ausbildung und von daher war das wieder ein schönes Gefühl, mit diesem Wasserbad zu schleifen, auch die Drechselröhren und eben mit diesem Aufsatz, wo man so schön nachschleifen kann. Okay, ich zeige hier kurz den Umbau. Mein Name ist Dimion Decker. Ich habe auch noch ein Video auf meinem Kanal Mr. Schnitz aufgenommen. Der ist größer, da geht es so rund um die Bildhauerei und das Schnitzen, was eigentlich so mein Hauptthema ist. Und daran zeige ich auch noch, oder auf diesem Kanal zeige ich noch, wie man ein Schnitzeisen daran schleifen kann. Also du kannst auch daran ganz normale Kohlenstoffstähle schleifen. Dafür ist er jetzt zwar nicht primär beworben, dieser Stein, aber das Ganze geht genauso gut. Und das zeige ich da auch nochmal auf diesem Kanal. Aber hier geht es jetzt um den Umbau und eben, wie ich noch 2 Drechseleisen daran schleife. Viel Spaß beim Zuschauen. So, hallo. Ich habe mir hier mal ein neues Zubehör gegönnt. Und zwar ist das für die Tormek Schleifmaschine, Nassschleifmaschine. Und da habe ich einen neuen Stein und eine Schleifhilfe für runde Werkzeuge, also insbesondere Drechseleisen oder eben auch bestimmte Hohleisen und so. Wir wollen das hier hauptsächlich für Drechseleisen benutzen, weil meine Kollegin, die hier immer mal arbeitet, hat darum gebeten, da eine Hilfe zu haben, weil ihr das nicht so einfach fällt. Und ich denke, es geht ja auch vielen so, die zuschauen, dass sie diese Werkzeuge gerne mit einer Vorrichtung schleifen wollen, wo sie auch eine Wiederholgenauigkeit haben. Und das bietet mir eben dieser Bausatz. Also ich habe hier dieses Teil, das muss ich das ist eine ganz alte Maschine, wo das damals noch nicht so in der Form dran war. Das werde ich da drauf schrauben. Da bohre ich einfach oben in das Blech ein paar Löcher rein, schraube das genau ausgerichtet dran. Weil ich halt diese Stange brauche hier, wo ich dann den Aufsatz raufschieben kann. Das ist eben so ein bestimmtes Maß von Tormek entsprechend. Und deshalb brauche ich dieses Teil. Das ist aber ganz okay. Das hier war übrigens Werbegeschenk. Das ist die Firma. Ich habe das aber selbst gekauft. Ich kann das noch mal verlinken. Das ist diese Schleifhilfe. Die zeige ich später noch mal, wenn ich dann mal alles in Betrieb genommen habe.
Das ist für Drechselröhren einfach super, das Ganze. Ich habe das schon mal getestet bei jemandem hier am Rande der Stadt, der mich mal zu Hause eingeladen hat, und der hatte so ein Schleifgerät und da hatte der auch diesen Aufsatz und der wollte gern mal, dass wir das gemeinsam durchexerzieren, wie das Ding funktioniert. Und so habe ich da mir einen Eindruck verschaffen können und auch überzeugend einen Eindruck gewonnen. So, und das wird jetzt der neue Schleifstein, den ich mir mal gegönnt habe. Erstens hat er einen riesigen Durchmesser. Zweitens ist er schön breit, also das ist für eine T8 oder T7 Tormek. Und ich habe hier so ein altes Gerät, wo das auch tatsächlich noch drauf passt. Auch mit dem gleichen Maß und so. Und der Durchmesser einfach schön groß. Wenn ich darauf auch mal ein Schnitzeisen schleifen will, wird der Hohlschliff nicht extrem. Natürlich ist er für die Drechselröhren und so weiter noch ausreichend. Da brauche ich ja einen Hohlschliff. Und der ist eben sehr schön fest, auch für den HSS-Stahl gut geeignet, so dass ich der Meinung bin, das war hoffentlich eine ganz gute Entscheidung. Und wenn nicht, naja gut, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber ich denke, das wird sich schon gut machen. Ja, der ist nicht ganz billig, aber eben auch ein wirklich hochwertiger Stein, der eben auch genau auf die Maschine und die Geschwindigkeiten alles abgestimmt ist. Und das Ganze werde ich jetzt mal zusammenbasteln und dann auch nochmal mein Fazit ziehen und nochmal eine Schleifprobe damit machen. Hier steht jetzt meine uralte Maschine. Hier vorne auf dem Typenschild ist wirklich Tormek noch zu lesen, aber die war damals noch ganz anders und auch hier ist mittlerweile eine Abdeckung. Die Wanne ist anders. Hinten sind auch noch diese zwei Löcher für diese Stange, die man da einstecken kann. Das werde ich hier wegmachen. Da war halt auch mal was drauf. Das ist auch mittlerweile auch schon ein bisschen verbogen. Hier ist jetzt der Stein. Also genau der gleiche Durchmesser. Passt hier schön auf die Welle auch noch drauf. Also wirklich genau das gleiche Fabrikat. Das ist natürlich hier alles schon ein bisschen verkeimt, weil das damals auch noch nicht aus Edelstahl war, aber es funktioniert. Das erstmal kurz handfest anziehen, das reicht ja im Grunde genommen auch. Weil ich jetzt gerade den Schlüssel nicht da habe. Mal kurz anschalten. Ja, also der läuft hier oben sehr schön. Das muss ich natürlich, wie gesagt, wegmachen, weil das auch schon krumm und schief ist. Der passt hier gerade so drauf, dass er noch in Kombination mit der Wanne funktioniert. Also der alte Stein war mittlerweile nämlich schon, wie groß war er dann, nur noch 18 cm. So, das passt hier also tatsächlich noch runter. Wenn ich das hier oben einhänge, dann läuft der Stein also gerade so noch gut durch. Wenn das nicht mehr klappen sollte, dann werde ich ihn einfach, also diese Wanne mit einer neuen ersetzen. Ja. Da gibt es ja auch Ersatzteile und dann kann ich auch noch eine neue kaufen. Wenn das hier zu fummelig wird oder so, muss ich mal sehen, wie es denn mit dem Wasser ist. Das ist bestimmt ziemliches Gematsche immer. Ja, das muss ich nochmal schön festziehen. So, und jetzt gucke ich mir das nochmal an mit diesem Gestänge. Dann werde ich das hier eben entsprechend neu aufschrauben. Das ist im Originalteil immer hier am Rand und da werde ich es auch hinsetzen, schön parallel. Und dann kann ich hier immer wunderbar schleifen. Hier wäre diese Stange, die kommt eben hier hin. So, diese beiden Dinger brauche ich nicht. Aber das hier werde ich benötigen. Das kommt eben dahin. Das muss ich lediglich schön ausrichten. Dann werde ich hier gleich mal Gewinde reinschneiden. Das lässt sich ja hier perfekt am Rand aufsetzen, an der Linie entsprechend. Dann bohre ich hier Löcher rein. Und dann kann ich hier eben immer meine Stange reinschieben. So, dann kann ich das hier verstellen entsprechend. Oder ich weiß nicht, wo es dann, das gucke ich mir nochmal an den Originalgeräten.
wo es genau sitzen muss. Ich glaube so hier, in der Richtung ungefähr. Dann kann ich es immer in die richtige Position schieben. Und dann kommt hier meine Schleifführung drauf und dann kann ich alles Mögliche aufsetzen und das nutzen, weil das hat auch genau die gleiche Wattzahl und Geschwindigkeit wie die herkömmlichen Geräte von heute. Und das wäre ja total idiotisch, sich für hunderte Euro ein neues Gerät zu kaufen, wenn der Stein, den hätte ich ja auch kaufen müssen, neu nochmal. Ne? Also bin ich so schon noch billiger gekommen und kann auch hier nachhaltig sozusagen das alte Zeug noch mit nutzen. Also da werde ich viel Freude haben. Das zeige ich nochmal dann später, wie ich das bohre und aufsetze. Das ist kein Hexenwerk, kann eigentlich jeder genauso nachmachen. Das kann man auch für Schnellläufer adaptieren. Dafür ist es eigentlich auch gedacht. Ja, da habe ich eben dieses Teil hier für Doppelschleifböcke. Das wird übereinander gebaut. So hier, die richtige Höhe kann man es dann einstellen. Mit den Schrauben hier wird das Teil aufgeschraubt und dann wird es bei den Schnellläufern hier angebracht und dann kann man das eben ja genau andersrum nutzen und da auch das ganze Tormek-Zubehör dann für die Schnellläufer nutzen und dafür ist es so ein Zusatzteil. Okay. Dieses Teil ist jetzt die Aufnahme für das Gestänge der Tormek Schleifmaschine. Ich habe mir hier schon einen Strich gemacht. Ich habe mir das mal angeguckt, wo das normalerweise sitzt. Ich habe hier einen kleinen Abstand wahrgenommen und beim Original sitzt es ungefähr hier, so ungefähr 6 cm von da entfernt. Aber für mich habe ich die Position gefunden, die hier ist, wo ich jetzt mit meinen Aufnahmen, also Aufnahmen für Werkzeuge, gut zurechtkommen werde. So, ich markiere mir jetzt einfach mal die Löcher hier und da werde ich dann mit diesem Bohrer ein Loch reinbohren und ein 5 mm Gewinde reinschneiden, wenn es klappt. Mein Bohrer ist, glaube ich, ein Zehntel zu dünn, leider. Aber es geht wahrscheinlich trotzdem. Wenn es nicht geht, bohre ich halt richtig durch und mache dann entsprechend das mit Muttern fest. Aber so habe ich nicht dieses Theater mit den Muttern, weil hier unten ja der Motor ist und dann ja, können die vielleicht wieder runterfallen. So. Ich habe mir hier einfach den Winkel drauf gespannt, dass das jetzt rechtwinklig ist. Da vertraue ich jetzt auf diese Fluchten hier und auf meinen Winkel. Ich habe da jetzt keinen Grund, Gegenteiliges anzunehmen. Okay, das markiere ich mir jetzt mal mit dem Körner und dann bohre ich da mal rein. Jetzt habe ich kurzfristig doch noch den richtigen Bohrer gefunden, also 4,2 mm für 5 mm Löcher. So, jetzt habe ich hier einmal den Vorschneider. Und dann den Nachschneider. Auf jeden Fall ist der hier für den ersten Schritt gut geeignet und wenn es die gleichen sein sollten, das weiß ich jetzt nicht genau. So, und ich drehe damit einfach so weit wie ich komme. Dann habe ich es zentrisch
Mit der Maschine kann ich das hier nicht machen, weil die dafür nicht geeicht ist, dass sie den richtigen Gang hat. So, jetzt spanne ich das mal lieber aus und schneide dann von Hand weiter. Ich einmal kurz zurückdrehe, kann ich diesen Span so ein bisschen anbrechen, dass mir mein Schneideisen nicht wegbricht. So habe ich es jedenfalls mal gelernt. Ich weiß nicht, ob man jetzt eine halbe oder eine ganze Drehung machen muss und dann wieder eine halbe zurück. Ich spüre jedenfalls so ein bisschen, wie das bricht, wenn ich es wieder zurückdrehe. Man hat es auch gehört und jetzt bin ich schon durch. So. Das sollte recht haltbar sein, weil ich ja auch 4 Löcher habe. Wir haben hier 3 oder 4 mm. Ich meine, das ist ja wie so eine kleine flache Mutter. Das sollte recht gut halten, das Ganze. Da muss man jetzt nur immer aufpassen, dass man bloß nicht die Maschine einschaltet. Weil wenn ich hier die Maschine reinfahre mit dem Ding laufen lasse, dann könnte dieser gehärtete Stahl eben abbrechen. So, noch ein bisschen. Gut. Also man sieht, das steckt wundervoll im richtigen Winkel, also jedenfalls so gut es halt mit meinen Methoden hier geht. Dann kann ich mit diesem sensiblen Ding hier nochmal den Rest machen. Ich habe da ja mal diese Christusschraube schon gebaut. Das hat auch wundervoll funktioniert, dass das also so gut wie im rechten Winkel ist. Natürlich 100% mit den Methoden hier kann man vergessen, aber schon recht nahe. So. Also diese Teile habe ich schon Jahre, ne? Und die sind auch noch von meinem Vater, also DDR-Ware. Wenn man das ordentlich benutzt, halten die im Grunde genommen ewig. Vielleicht muss ich es ihm sogar mal wieder zurückgeben. Eigentlich hat er schon gemeckert. Naja. Aber die kosten auch nicht viel. Wenn man mal einen neuen Satz kauft, kriegt man so, weiß ich nicht, für 20, 30 Euro schon was für meine Zwecke völlig okay ist. Der Moment der Wahrheit kann kommen, ob es gepasst hat, sieht man ja oft erst hinterher. So, also diese Schrauben waren mitgeliefert, deshalb nehme ich halt die. Ist auch keine Lust, da nochmal neue zu besorgen. Und außerdem ist der Kopf hinten natürlich super gut geeignet zum Einschrauben. Ich habe auch festgestellt, diese selber geschnittenen Löcher sitzen immer noch etwas straffer. Das ist einfach auch wundervoll, so eine halt andere Maschinenqualität oder wie, ich weiß nicht. Ich glaube, die Löcher von den gekauften Schrauben, die sind irgendwie nochmal ganz leicht übers Maß. So, und jetzt richte ich das halt hier mit dem Winkel nochmal aus, dass das wirklich möglichst gut sitzt.
Die Löcher im Gusskörper, das ist ja glaube ich so ein Spritzguss, was auch immer, sind ja etwas größer. Dadurch habe ich hier nochmal so ein Spiel, dass ich es auch nochmal wirklich ausrichten kann. Also ich hoffe, dass es halbwegs klappt. Das wäre halt schon wichtig. Und wenn das jetzt überhaupt nicht passen sollte zum Stein, könnte ich auch nochmal 1, 2 Löcher hier größer bohren, dass ich das nochmal richtig ausrichten kann, falls es nötig sein sollte. Und wenn ich irgendwann mal merke, das sitzt an der falschen Stelle, kann ich das ja einfach auch nochmal wiederholen, diesen Vorgang. Dass ich dann sozusagen dieses kleine Ding hier eventuell nochmal versetze. Sollte das nötig sein, aber für meine Anwendung scheint es so optimal zu sein. Gut, hat funktioniert. Dann kann ich jetzt alles montieren. Festgeschraubt habe ich das alte Gerät jetzt hier schon. Die Welle, die kann man ja immer hier so durchstecken. Und jetzt baue ich halt einfach wieder alles genauso zusammen, wie das schon mal war. Man muss lediglich darauf achten, dass der Motor hier unten richtig da rankommt, mit seiner Welle hier hinten reingreift. Dann habe ich nämlich auch hier den richtigen Abstand. Also es sind 12 mm Teile hier verbaut, auch das hier. Das wird man eigentlich auch im Grunde genommen, könnte man sich sogar sowas selber bauen, wenn man da ein bisschen ingenieurmäßig vielleicht denkt und Erfahrungen hat, sehe ich da eigentlich kein großes Problem. Könnte man alte Teile und alles Mögliche verwenden. So, das muss ich jetzt noch schön festziehen. Schlüssel. Weil der Stein hat ein ganz schönes Eigengewicht und dass der beim Anlaufen sozusagen nicht irgendwie so einen Trägheitsmoment erfährt. Deshalb einfach schön angezogen. Mal sehen, ob die Wanne hier passt. Das Ding ist fummelig und hakelig ohne Ende. Das passt nämlich hier unten. Naja, passt nicht so richtig durch. Ne? Man muss es immer leicht ankippen. Dann ganz nach hinten. Am Stein hoch und dann einhaken. Also das ist wirklich Prothese. Es geht aber. So. Okay. Gestänge. Ha. Perfekt. Ja, das muss man schön vorsichtig behandeln, dieses Ding hier, weil dieses Metall ist jetzt nicht dafür ausgelegt, dass ich hier irgendwie eine Bohle davor knallen lasse. Das ist also ausgeschlossen. Ich finde es auch super gelöst, dass diese Schraube hier, der ich das nochmal so einstellen kann, dass die hier wirklich über diese Fläche drüber läuft. Bei dem neuen Gerät ist das ja hier so angeschrägt vorne, aber es geht. Also so, und jetzt habe ich halt hier den alten Aufsatz, der war dabei. Bei der alten Maschine, der passt tadellos. Kann ich alles gerade schleifen, auch so schräge Meißel fürs Drechseln hier. Also 1A, dass das auch hier passt. Und damit habe ich schon einige Eisen hier geschliffen. Also das geht alles noch. Ist jetzt wirklich völlig egal, wie alt das ist. So, und dann habe ich hier das neue
den neuen Aufsatz, dass die Kollegin damit gut klarkommt, weil die hat wirklich hartnäckig danach gefragt, dass ich endlich mal sowas besorge, dass sie hier ihren Satz schleifen kann. Weil wenn man das sich genau merkt, wie man es eingestellt hat und die Maße vielleicht notiert oder irgendwie dann immer so lässt, kann man halt mit absoluter Wiederholgenauigkeit die Röhren perfekt schleifen. Und je nachdem, welchen Winkel ich hier wähle, da kann ich dann entsprechend die Rundung stärker machen vorne an der Schneide, und wenn ich es ganz nach hinten stelle, entsprechend weniger die Rundung, weil ich weiß nicht, wie ich es jetzt beschreiben muss, aber der Radius sich dann auf jeden Fall an der Schneide vorne verändert durch dieses Drehen und Schwenken. Ja. Okay, gut, irgendwas fehlt noch, Strom. Einmal kurz probieren und dann nochmal eine Schleifprobe vornehmen. Alles klar. Gut, dann werde ich noch mal kurz probieren zu schleifen hier. Hinten habe ich schon eine Folie ran gemacht, die werde ich noch mal festkleben, dass das dann hier die Wand nicht versifft. Und wenn ich das hinten mal noch brauchen sollte, ja gut, wenn ich dafür noch Bedarf habe, bohre ich mir einfach so einen großen Plastikklotz hier, so aus so einem festen Material, so Nylon. Das schraube ich auch wieder an das Gehäuse fest, und dann mache ich 2 12er Löcher rein, genau mit dem entsprechenden Maß, wo ich das dann reinstecken kann, und das kann ich mir selber noch irgendwie basteln, das geht dann auch alles noch. Der Stein saugt ordentlich. Also dieser Stein sorgt dafür, dass immer die Oberfläche schön aufgerissen wird, dass er immer scharf genug ist zum Schleifen, weil das ist ja ein sehr feiner Stein im Grunde genommen. Und wenn ich viel schleife, bleibt natürlich auch immer Metall kleben oder in den Poren hängen, und dann muss ich das einmal hier abrichten. Also man sieht wunderschön, dass hier so ein leichter Schleifschlamm entsteht. Das bedeutet, an der Oberfläche geschieht wirklich was. Damit kann ich den immer toll abrichten. So ein harter Korundstein. Damit kann man übrigens auch für alle Bildhauer Sandsteine in der Endbearbeitung schön glatt schleifen. Per Hand. Das ist dann so ein Ersatz von Schleifpapier. Okay, ich habe hier schon mal das Eisen vorbereitet und möchte jetzt mal testen, wie das so schleift. Ja, es geht besser voran als mit meinem alten Stein. So, ich habe es jetzt mal durchgeschliffen. Also man sieht, das ist ein absolut gut durchgehender Schliff hier. Hervorragend. Da sieht man, dass der Stein wirklich Material abnimmt und dass hier ein Schleifvorgang stattfindet. So, und hier drüben will ich das jetzt noch ein bisschen abpolieren. Okay, also ich habe hier eine schöne Schneide hinbekommen an diesem Meißel. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Der ist hier natürlich jetzt nicht ganz genau geschliffen, aber der ist so dick im Material, dass man hier also die Faser auch nochmal richtig parallel machen kann. Und der ist ja eh mehr so für die Walze, einfach nur glätten. Also der wird erstmal funktionieren. Ich bin jetzt erstmal glücklich, dass ich hier so einen schönen gleichmäßigen Schliff habe. Das sieht richtig gut aus.
Also gefällt mir total. Sieht ganz vernünftig aus, so wie ich das erwartet habe. Jetzt wäre nochmal der Versuch, hier die Röhre zu schleifen. Da habe ich ja hier meinen Aufsatz. Ich stelle das vor auf die Nummer 6. Und dann schaue ich mir das mal an, wie das sich so machen wird. Das ist einfach nur so ein altes Ding, die habe ich auch noch mit dazu mal geschenkt bekommen. So. So, jetzt muss ich halt hier den richtigen Winkel finden. Schon fast gut. Ich würde es gerne so machen. Okay, ich mache den Winkel einen Hauch stumpfer, weil er mir hier doch zu spitzwinklig ist fürs Drechseln, und ich habe es, wie gesagt, vor auf die 6 gestellt. Das heißt, ich habe den größtmöglichen Radius vorne an der Schneide. Das ist eine Spindelformröhre und da möchte ich auch, dass die schön weit zurückgeht, die Schneide. Schaue ich mir mal an, ob das auch meinen Erwartungen entspricht. So, das sieht sehr dankbar aus, also mega dankbar, ja. Ein ganz toller, gleichmäßiger, runder Schliff vorne. Hinten habe ich auch noch so einen Hauch von Hohlschliff drin, also weniger darf es nicht sein. Von daher wäre eine T4 eigentlich auch super. Aber da gibt es ja nicht diesen großen harten Stein. Hohlschliff kann schon noch ein bisschen mehr sein, aber ich meine, ich kriege es ja auch an der Maschine hin, aber für die Kollegin wird das ideal sein. Dann kann sie nämlich ganz einfach ohne großen Verlust ihre Eisen ratzfatz nachschleifen. Dafür ist es ideal. Also die Rezensionen aus dem Internet stimmen, habe ich ja alles durchgelesen, und also das war durchweg positiv zu dieser Schleifhilfe, und das kann ich auch nur bestätigen. Also da macht man nichts falsch, wenn man das kauft, und man wird daran viel Freude haben an der Wiederholgenauigkeit und also dieser Perfektion von Schliff für eine Drechselröhre ist einfach nur unerreicht. Sonst würde ich sagen, Freihand schon mal gar nicht, und es ist einfach erste Sahne geworden. Ja, ich bin zufrieden. Das werde ich noch mit Hand ein bisschen abziehen, den Grat mit einem Abziehstein, und dann ist das auch wieder einsatzbereit. Dankeschön fürs Zuschauen. Was hast du für Erfahrungen mit der Tormek gemacht oder insbesondere mit dem Blackstone? Dann schreib es doch gerne in die Kommentare oder gib mir hier auch neue Informationen, was ich vielleicht noch nicht berücksichtigt habe oder nicht mit erwähnt habe. Dann gerne in die Kommentare schreiben, oder wenn du vielleicht noch andere Werkzeugideen oder Vorschläge hast, wo ich meinen Horizont erweitern kann, gerne unter das Video. Das ist natürlich auch interessant für uns alle, wenn du da noch spezielle Einblicke in das Thema Schleifen hast oder vielleicht gar ein richtiger Experte auf diesem Gebiet bist.
aber für meine Art der Arbeit reicht ja diese ganze Vorgehensweise und dieser Prozess, und das hat mir auch viel Freude bereitet. In diesem Sinne wünsche ich dir auch gute Ergebnisse mit deinen Drechseleisen. Ich denke, mit diesem ganzen System kannst du einen hervorragenden Schliff erzielen, wenn du jetzt überlegst, sowas zu kaufen. Zumindest der Aufsatz für die Röhren, den kann ich absolut empfehlen, und das ist ja auch das günstigste Teil an dem ganzen Set sozusagen. Na gut, das Gestänge ist noch ein bisschen günstiger wie der Aufsatz, aber man kann das auch tipptopp kombinieren mit einem Schnellläufer. Wenn man da also schon Schleifböcke und sowas hat, könnte man auch sowas da an der Seite ranbauen, um dann die Röhren damit zu schleifen, weil der Hohlschliff vielleicht noch schöner ist oder irgendwie der ganze Vorgang einem mehr zusagt. Aber die Nassschleifmaschine, es spricht eigentlich alles dafür, diese zu benutzen. Insbesondere, wenn man auch noch Stecheisen, Stemmeisen, wie auch immer du das dann nennst, oder eben meine Schnitzeisen daran schleifen möchtest. Ich nutze es ja auch für Bildhauerarbeiten, dann um Schnitzeisen zu schleifen. Also das ist einfach nur ein hervorragendes Gerät, was sich dafür sehr gut eignet. So viel kann ich aus meinem Erfahrungsschatz sagen. Ich habe das unten verlinkt, wo ich es gekauft habe, wie gesagt, von eigenem Geld bezahlt, und wünsche dir alles Gute für deine Arbeiten und dass du damit viel Erfolg hast. In diesem Sinne, bis zum Wiedersehen, mach's gut und ciao.